ich kann jetzt mit einem Stimmgerät ausprobieren, ob mein A richtig stimmt. Dann werde ich zum Beispiel merken, oh, ist viel zu tief, da muss ich ein bisschen mehr powern. Aber wenn ich dann im Zusammenspiel mit den anderen Instrumenten nicht die ganze Zeit genauso powere, dann hat mir das natürlich gar nichts genutzt. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Frage-Antworten-Runde. Ich beantworte 3 eurer brennenden Fragen zum Blockflötenspiel. Ja, ganz herzlichen Dank an alle von euch, die mir schreiben, die mir Anregungen schicken zu neuen Videos. Und natürlich vielen Dank auch für eure Fragen zum Blockflötenspiel, die ich gerne beantworte, entweder direkt oder natürlich in Form von Videos. Und heute habe ich mal 3 dieser Fragen genommen und möchte da auf jede einzelne etwas ausführlicher eingehen. Die erste Frage kommt von Christiane. Sie schreibt, ist es sinnvoll, immer mit Stimmgerät zu üben? Die kurze Antwort dazu lautet nein, aber ich gebe euch auch noch die längere Antwort dazu. So ein Stimmgerät kann uns natürlich darauf hinweisen, ob wir zu hoch oder zu tief sind bei bestimmten Tönen oder vielleicht sogar bei allen Tönen. Wenn ich zum Beispiel im Blockflötenensemble von der Bassflöte ausgehend alle anderen Flöten stimmen will, also die höheren Flöten, und erstmal wissen will, ist denn die Bassblockflöte, so wie der Spieler gerade drauf bläst, ist sie denn überhaupt bei 440 Hertz oder bei 439 Hertz oder was auch immer, dann kann ich das kontrollieren mit dem Stimmgerät. Oder wenn ich weiß, ich werde zusammenspielen mit einem Klavier, dann muss ich ziemlich hoch gestimmt sein. Dann kann ich mit dem Stimmgerät schon mal ausprobieren, wie es ist, die Töne in 442 Hertz zu spielen, was für uns Blockflötisten manchmal echt eine Herausforderung sein kann. Also wir bekommen durch das Stimmgerät eine Information über die grundsätzliche Stimmung unserer Blockflöte. Wobei man eher sagen muss, die grundsätzliche Stimmung unseres Spiels auf unserer Blockflöte. Denn ihr wisst ja aus tausenden von Videos von mir schon, dass die Lautstärke unseres Tones direkten Einfluss hat auf die Höhe unseres Tones. Das ist also ganz simpel bei der Blockflöte. Je fester ich reinblase, desto höher wird der Ton und je leiser ich spiele, desto tiefer ist der Ton. Das heißt, ich kann jetzt mit einem Stimmgerät ausprobieren, ob mein A richtig stimmt. Dann werde ich zum Beispiel merken, oh, ist viel zu tief, da muss ich ein bisschen mehr powern. Aber wenn ich dann im Zusammenspiel mit den anderen Instrumenten nicht die ganze Zeit genauso powere, dann hat mir das natürlich gar nichts genutzt. Das Problem beim Stimmgerät ist also, dass es so eine Art Momentaufnahme liefert. Eure gesamte Haltung, wie ihr steht oder sitzt, wie ihr gerade drauf seid, kann einen Einfluss haben auf eure Lautstärke und auf eure Stimmung. Und das gilt natürlich auch, wenn ich mit anderen Instrumenten zusammenspiele. Wie sind die gerade gestimmt oder wenn es Blockflötisten sind, wie blasen die gerade rein? Und es ist viel wichtiger, dass ich das dann darauf anpassen kann oder dass die anderen sich an mich anpassen können, als dass ich es alleine mit meinem Stimmgerät vielleicht perfekt gestimmt hatte, aber in der Praxis nutzt mir das dann wenig. Dafür ist es viel, viel besser und viel, viel effektiver und lehrreicher, wenn ihr das mit einer anderen Blockflöte zusammen versucht. Wenn ihr nämlich mit 2 Blockflöten den gleichen Ton spielt und darauf achtet, ob ihr Schwebungen hört untereinander oder ob sie so gleich sind, also gleich geblasen sind, die Töne, dass diese Schwebungen verschwinden und es wie ein Ton verschmilzt.
Und auch wenn ihr beim Stimmgerät einen Stimmton habt, an den ihr euch mit der Blockflöte angleichen könnt, ist das viel, viel schwerer, als wenn ihr das an eine andere Blockflöte dran probiert, weil das eine ganz andere Klangfarbe ist und diese ganzen Obertöne, die ihr bei der Blockflöte habt, euch sonst fehlen, wenn ihr das nur mit dem Stimmgerätton macht. Natürlich sage ich nicht, dass das schlecht ist. Das ist auf jeden Fall trotzdem ein gutes Training. Aber ich würde das erstens mal nicht immer machen, weil ihr euch dann drauf verlasst und das Gefühl für das richtige Blasen auch vielleicht nicht so sehr beachtet. Und jetzt kommt noch hinzu, dass unsere Blockflöte, wenn wir einfach jeden Ton gleich stark blasen würden, trotzdem verstimmt klingen würde, weil sie schon so gebaut ist, dass man die Töne unterschiedlich laut spielen kann, soll und muss. Das habe ich ja in vielen Videos auch schon erklärt. Also dass zum Beispiel dieses mittlere G auf der Altblockflöte, wo ihr wirklich nur den einen Mittelfinger drauf habt, bei der Sopran wäre das natürlich ein mittleres D, dass dieser Ton auf so gut wie allen Blockflöten zu hoch ist von Natur aus. Das heißt, wenn ihr ein mittleres G habt, könnt ihr immer richtig fahren damit, dass ihr den etwas zarter blast als die anderen Töne. Dann würden bestimmte Töne als falsch gemeldet werden vom Stimmgerät, obwohl sie das gar nicht sind. Denn, jetzt kommt es noch hinzu, wir spielen ja in ganz anderen Stimmungen mit der Blockflöte, als sie heute eigentlich üblich sind. Also die Blockflöte die hatte ja ihre Blütezeit in der Barockzeit und in der Renaissance. Und in dieser Zeit gab es noch nicht diese gleichschwebende Stimmung, wie wir sie heute haben. Also dass jeder Halbton den gleichen Abstand zum nächsten Halbton hat. In früheren Jahrhunderten gab es viele verschiedenartige Stimmungen. Ich sage euch noch ein Beispiel, wo euch das mit dem Stimmgerät üben dann nicht so sehr helfen würde. Wenn ihr zum Beispiel im Blockflötenensemble spielt oder überhaupt mit anderen Instrumenten zusammen in barocker Besetzung, sage ich mal, dann habt ihr beispielsweise einen Dur-Akkord zu spielen. Also ich sag mal D-Dur, D hat eine Stimme zu spielen oder zwei Stimmen. Die anderen haben ein Fis und die anderen haben ein A, also D, Fis, A. Und dann ist das Fis die Terz im Dur-Akkord, also der mittlere Ton. Und im Blockflötenensemble müsst ihr dann diese Terz, also in dem Fall das Fis, sehr schön tief spielen, damit der gesamte Akkord gut klingt. Natürlich müssen auch die anderen Töne da drumherum, das D und das A, gut stimmen, also diese Quinte. Aber das Fis ist die Dur-Terz, die muss schön tief sein. Habt ihr aber jetzt zum Beispiel einen Mollakkord in D-Moll, also D-F-A, dann ist das F die Mollterz und die muss wieder sehr hoch gestimmt sein. Wie gesagt, das gilt, wenn ihr zum Beispiel mit anderen Blockflöten zusammenspielt. Und wenn ihr dafür ein modernes Stimmgerät zur Kontrolle nehmt, das nur eine gleichschwebende Stimmung kennt, dann wird euch das immer Fehler anzeigen. Und selbst wenn ihr zum Beispiel eine Kirnberger Stimmung oder Valotti oder was auch immer eingestellt habt und ihr habt genau darauf eure Töne einstudiert, dann kann es sein, ihr seid in eurem Blockflötenensemble und an dem Tag sind alle irgendwie nicht so gut drauf und blasen nicht so richtig rein und dann ist alles tiefer und dann stimmt das auch nicht mehr, was ihr extra geübt habt. Also, um es nochmal kurz zu machen, wenn es zur Kontrolle ist, ist das Stimmgerät grundsätzlich gut. Also um zu gucken, spiele ich in der Grundstimmung laut genug. Also wenn ihr mal eine Passage ausprobiert, ein paar Takte und das Stimmgerät, das ist immer im Keller, dann ist es schon so, dass ihr alles zu leise spielt. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie mit dem Metronom. Man kann immer mit Metronom üben, aber das ist auch kein Garant dafür, dass man den Rhythmus immer richtig spielt oder dass man immer im Takt bleibt. Das war zur Frage von Christiane, das habe ich jetzt ziemlich ausführlich beantwortet. Ich habe ja noch 2 Fragen. Astrid hat gefragt, ich wüsste gerne, wenn ich zum Beispiel mehrere Altblockflöten benutze, wie lange ich sie ohne neues Einspielen ruhen lassen darf. Also erstmal, liebe Astrid, ruhen lassen kannst du die so lange, wie du willst. Es gibt ja noch Blockflöten aus der Barockzeit, die immer noch im Museum liegen. Das ist kein Problem. Nur du meinst natürlich, was muss ich machen, wenn ich sie dann wieder spielen möchte? Und tatsächlich ist es so, dass man da vorsichtig sein muss, denn eine Blockflöte, die längere Zeit geruht hat, ich sag mal mehrere Wochen,
oder Monate oder Jahre sogar, die muss man im Prinzip behandeln wie ein ganz neues Instrument und wieder einspielen. Warum? Weil das Holz trocken geworden ist und das Holz nimmt ja Feuchtigkeit auf, wenn ich drauf spiele. Das muss sich aber langsam dran gewöhnen, das Holz. Also wenn ich das in einem Mal von furztrocken auf klatschnass gespielt mache und das gleich eine Stunde lang, dann kann es schon mal passieren, dass die Blockflöte kaputt geht, dass ihr einen Riss bekommt in der Blockflöte, weil das einfach zu schnell geht für das Holz. Das Holz muss sich an die Feuchtigkeit allmählich gewöhnen. Was ich machen würde an eurer Stelle, wenn eine Blockflöte länger nicht gespielt ist, dann gucke ich erstmal rein, fühle mal rein, ist die Blockflöte innen sehr trocken, muss die vielleicht auf jeden Fall erstmal geölt werden. Also bei Edelhölzern oder jedenfalls bei allen Hölzern, die nicht innen irgendwie mit Paraffin oder sowas behandelt sind, muss man ja darauf achten, dass man die alle paar Monate ölt, damit nicht zu viel Feuchtigkeit in das Holz eindringt. Und damit würde ich mal anfangen. Wenn die länger rumgestanden haben, könnte es sein, dass die zu trocken sind. Dann würde ich sie ölen, das Öl über Nacht erstmal richtig schön einziehen lassen und dann könnt ihr am nächsten Tag gleich spielen. Wenn das gar nicht trocken ist, dann könnt ihr gleich zum nächsten Schritt gehen, nämlich auf jeden Fall sehr gut vorwärmen, bevor ihr spielt. Das solltet ihr ja immer machen, aber wenn eine Blockflöte so lange nicht gespielt ist, würde ich noch doller darauf achten, dass dieser Bereich schön warm ist vorher. Und dann müsst ihr es im Prinzip so machen wie bei einer neu gekauften Blockflöte, nämlich erstmal nur ein paar Minuten pro Tag spielen oder sagen wir mal ein paar Minuten morgens und ein paar nochmal abends und dann aufhören, sobald die Blockflöte heiser wird. Also wenn sie jetzt auch 20 Minuten lang nicht heiser wird, würde ich trotzdem dann aufhören. Also ich würde erstmal 10 Minuten, 15 Minuten und dann das langsam steigern und immer darauf achten, wenn sie heiser wird, dann vielleicht einmal ausblasen und dann nochmal spielen. Wenn sie dann wieder heiser wird, stopp. Meine Erfahrung ist aber mit Blockflöten, die schon mal eingespielt waren und die lange geruht haben, dass es nicht so lang dauert, bis die nochmal eingespielt sind. Ja, dann kommen wir zur dritten und letzten Frage, auch von Astrid. Hallo Vera, kann ich mit einer Sopranblockflöte und Tenorblockflöte sowie mit der Altblockflöte und Bassblockflöte die gleichen Noten spielen? Antwort: grundsätzlich ja, allerdings musst du den Umfang deiner Blockflöte beachten. Das heißt, das folgende Lied kannst du zwar auf deiner Sopran- oder deiner Tenorblockflöte spielen, deren Umfang ja von C anfängt unten. Also der tiefste Ton ist jeweils das C. Aber dieses selbe Lied kannst du nicht einfach so auf einer Altblockflöte spielen. Also auf der Altblockflöte könnte ich das gleiche Lied so nicht spielen in derselben Tonart, weil ja hier mein tiefes C, D, E nicht drauf ist. Die Altblockflöte beginnt ja beim tiefen F. Deshalb nennt man das ja auch eine F-Blockflöte. Was ich natürlich machen kann, ich kann das ganze Lied oktavieren. Das heißt, ich spiele das gesamte Lied eine Oktave höher auf der Altblockflöte und schon habe ich das C mit drin und das D und das E, weil ich ja dann einfach alles höher spiele und mein C ist ja hier und die anderen Töne dieses Liedes sind ja alle da oben drüber und die sind noch im Umfang der Altblockflöte. Das Oktavieren ist aber wirklich kompliziert. Das heißt, wenn ihr jetzt erst anfangt mit dem Blockflötenspiel, dann wird es nicht so leicht sein, Noten zu finden, die ihr sowohl auf der Sopranblockflöte üben könnt, als auch auf der Altblockflöte. Weil ihr dann immer an die Grenzen des Umfangs stoßt. Wenn ihr unbedingt das gleiche Lied spielen wollt, auf eine andere Tonart umsteigen, wo das also auf höherer Stufe oder auf tieferer Stufe erklingt. Also es gibt ja von mir einen Anfänger-Videokurs für die Sopran- oder Tenorblockflöte und einen Anfänger-Videokurs für die Altblockflöte. Und da sind in beiden Kursen die gleichen Lieder, die ich komponiert habe oder die es schon gibt. Und die habe ich dann jeweils in den Tonarten angepasst, sodass man das entweder mit einer C-Blockflöte oder in dem anderen Kurs mit einer F-Blockflöte gut üben kann. Soweit zur Beantwortung dieser 3 Fragen. Bitte schreibt mir weitere Fragen gerne in die Kommentare
und ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Entweder stricke ich neue Videos draus oder ich mache nochmal so ein Frage-Antwort-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit meine Arbeit unterstützt wird und sich weiter verbreitet und noch mehr Leute meine Videos schauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf euch nächstes Mal auf Iras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, ciao!